Wird die deutsche Fußballnationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp eine komplett neue Taktik spielen? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen? Genau das schauen wir uns heute genauer an. Ich zeige euch gleich zwei mögliche Taktikvarianten, mit denen Klopp Deutschland wieder zurück an die Weltspitze führen könnte. Ja, hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Am 24. September trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auswärts auf die Niederlande. Und das bedeutet gleichzeitig, es wäre das erste offizielle Länderspiel von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie wird Jürgen Klopp seine Mannschaft spielen lassen? Bleibt er seinem bekannten Pressing-Fußball treu? Setzt er auf sein legendäres Gegenpressing oder überrascht er uns vielleicht sogar mit einer ganz neuen Spielidee? Genau darüber sprechen wir heute. Ich zeige euch zwei mögliche Taktiksysteme, mit denen Deutschland unter Jürgen Klopp auflaufen könnte. Und natürlich schauen wir uns auch an, welche Spieler in den jeweiligen Formationen die besten Chancen hätten. Wenn ihr mehr Fußballprognosen rund um die deutsche Nationalmannschaft, Transfers oder die Bundesliga sehen möchtet, dann lasst gerne ein Like da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr garantiert kein neues Fußballvideo mehr. So, und bevor wir uns Klopps mögliche Deutschland-Taktik anschauen, werfen wir erstmal einen Blick darauf, wie Jürgen Klopp seine Mannschaft beim FC Liverpool spielen ließ. Denn genau dort könnte auch der Schlüssel für seine neue DFB-Taktik liegen. Los geht's! Hier sehen wir, dass Klopps bevorzugtes System in Liverpool ganz klar das offensive 4-3-3 war. Mit genau dieser Formation holte Klopp in der Saison 2019-2020 unter anderem die englische Meisterschaft. Dazu gewann er bereits 2018-19 mit Liverpool das Champions League Finale mit 2:0 gegen Tottenham. Und auch in der Saison 2021-22 sicherte sich Klopp mit diesem System den FA Cup. Also ja, Jürgen Klopps Spielidee beim FC Liverpool basierte vor allem auf einem asymmetrischen 4-3-3-System mit extrem hohem Angriffspressing, blitzschnellen Umschaltspiel und natürlich dem berühmten Gegenpressing direkt nach Ballverlusten. Die mannschaftliche Geschlossenheit und die hohe Intensität waren dabei immer das Fundament seines Spiels. Aber jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, könnte Jürgen Klopp genau diese Taktik auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen? Schauen wir uns das jetzt einmal genauer an. Das hier wäre erstmal eine mögliche Deutschland-Aufstellung von Jürgen Klopp für sein erstes Länderspiel gegen die Niederlande in der Nations League. Fangen wir hinten an. Hier sehen wir zunächst die Defensive, inklusive Oliver Baumann im Tor. Heißt also Nini Born auf der linken Seite, Joshua Wagnumann als möglicher Rechtsverteidiger und in der Innenverteidigung Nico Schlotterbeck gemeinsam mit Jonathan Tah. Gut, bei Schlotterbeck muss man natürlich noch abwarten. Nach seiner Verletzung könnte das Spiel jetzt gegen die Niederlande vielleicht noch etwas zu früh kommen. Im Mittelfeld würde ich zunächst mit Alexander Pavlovic auf der 6er-Position spielen lassen und Joshua Kimmich auf seiner gewohnten zentralen Position. Sollte Jürgen Klopp tatsächlich sein extrem erfolgreiches 4-3-3-System auch bei Deutschland ausprobieren, hätten diese Spieler meiner Meinung nach folgende Aufgaben. Oliver Baumann übernimmt die Rolle des mitspielenden Torwarts. Seine große Stärke bei der TSG Hoffenheim ist die Strafraumbeherrschung und seine Ruhe am Ball. Im Klopp-System würde er extrem hoch stehen, praktisch als Libero, lange Bälle abfangen und den Spielaufbau mit flachen Pässen sofort eröffnen. Ob Klopp bei so einem System allerdings auf Baumann oder vielleicht doch auf Jonas Obik vom FC Bayern setzen würde, bleibt natürlich abzuwarten. Denn als moderner, mitspielender Torwart wäre für mich persönlich Jonas Obik auch, ja liebe Fußballfreunde,
wenn er noch keine einzelne Saison komplett durchgespielt hat, sogar noch etwas besser geeignet. In der Innenverteidigung wären Nico Schlotterbeck und Tah für mich das perfekte Duo für Klopps aggressives Gegenpressing. Tah bringt die Physis, die Erfahrung und vor allem die enorme Geschwindigkeit mit, um gegnerische Konter auch über die Außenbahn im Laufduell zu stoppen. Schlotterbeck dagegen wäre der etwas agierige Innenverteidiger. Er rückt mutig aus der Kette heraus, fängt Pässe frühzeitig ab und eröffnet mit seinem starken linken Fuß immer wieder das Spiel mit präzisen, vertikalen Laserpässen ins Mittelfeld. Die Außenverteidiger sorgen in diesem System für eine asymmetrische Dynamik. Nene Braun bringt auf der linken Seite enormes Tempo und einen unglaublichen Offensivdrang mit. Deshalb würde er permanent bis an die gegnerischen Grundlinie durchschieben und dort für maximale Breite im Angriff sorgen. Auf der rechten Seite wäre Joshua Wagnumann der physische Gegenpol. Mit seiner enormen Wucht und Dynamik könnte er entweder die Defensive absichern und im Ballbesitz eine Dreierkette bilden oder mit kraftvollen Läufen durch die Halbräume selbst immer wieder gegnerische Linien durchbrechen. Kommen wir zum Mittelfeld. Hier hätte Jürgen Klopp mit Alexander Pavlovic und Joshua Kimmich schon zwei absolut Topspieler für sein 4-3-3. Alexander Pavlovic wäre dabei der strategische Anker vor der Abwehr. Geht der Ball verloren, schließt er sofort die Räume, die beispielsweise durch den aufrückenden Nene Braun entstehen. Mit Ball ist Pavlovic dagegen der Spielgestalter aus der Tiefe. Er lässt sich zwischen Tah und Schlotterbeck fallen, fordert die Bälle und eröffnet mit seiner Passqualität immer wieder den Spielaufbau. Joshua Kimmich würde davor als zentraler Achter die Rolle des absoluten Taktikers übernehmen. Er kurbelt das Gegenpressing im Zentrum an, dirigiert das Spiel, gibt die Richtung vor und versorgt die Offensive immer wieder mit seinen überragenden Chipbällen und Schnittschnellpässen hinter die gegnerische Abwehr. Ja, dann kommen wir jetzt zum Partner von Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. Und das ist für mich ganz klar Florian Wirtz. Für mich wäre Wirtz in diesem System die absolute Waffe. Er startet zwar nominell als linker Achter, gut, hier auf der Grafik ist er noch etwas falsch positioniert. Doch im Spiel selbst würde er permanent in den zentralen Raum rücken. Da Nene Braun auf der linken Seite die komplette Außenbahn besetzt, bekommt Florian Wirtz die Freiheit, sich zwischen den gegnerischen Linien zu bewegen. Genau dort kann er seine großen Stärken ausspielen. Tödliche Schnittschnellpässen spielen oder selbst den Abschluss suchen. Kurz nochmal zur sogenannten asymmetrischen Verschiebung. Wenn Braun auf der linken Seite wie ein Flügelstürmer bis ganz nach vorne schiebt, kippt die Abwehr automatisch in eine Dreierkette. Dann verteidigen hinten Schlotterbeck, Tah und Wagnumann. Davor sichert Alexander Pavlovic den Raum ab, während Joshua Kimmich und Florian Wirtz die beiden Halbräume besetzen. Ganz ehrlich, das wäre schon taktischer Spitzenfußball. Kommen wir jetzt zur Offensive. Das vordere Dreieck bringt für mich die perfekte Mischung aus Genie, Struktur und unberechenbarer Wucht auf dem Platz. Und genau dieses Trio wird im Klopp-System zusätzlich von den extrem offensiven Außenverteidiger und Achter unterstützt. Über die linke Seite würde ich ganz klar auf Jamal Musiala setzen. Musiala startet zwar nominell auf den linken Flügel, zieht mit dem Ball aber permanent nach innen, entweder in den linken Halbraum oder direkt Richtung Strafraum. Da Nene Braun außer die komplette Linie besetzt, reißt er die gegnerischen Defensive auseinander. Musiala nutzt dann genau diesen freien Raum im Zentrum. Dort kann er seine Dribblings ansetzen, Foul ziehen oder selbst den Abschluss suchen. Und ganz wichtig, geht der Ball verloren, wäre Musiala sofort der erste Spieler,
der den gegnerischen Rechtsverteidiger aggressiv unter Druck setzt. Auf dem rechten Flügel würde ich dann Lennart Kahl aufstellen. Kahl könnte mit seinem starken linken Fuß immer wieder nach innen ziehen. Im Gegensatz zu klassischen Sprint-Flügelspielern nutzt er diese Bewegung aber nicht nur für den Torabschluss, er wäre vielmehr so etwas wie ein strukturierter Offensiv-Knotenpunkt. Von dort aus könnte er Musiala oder auch Deniz Undav mit messerscharfen Pässen bedienen. Da Joshua Wagnumann auf der rechten Seite die defensive Absicherung übernimmt, muss Kahl die Außenbahn defensiv auch gar nicht komplett alleine bearbeiten. Dadurch kann er sich im Pressing viel stärker darauf konzentrieren, die Passwege ins Zentrum zu schließen und nach Ballgewinn selbst aus der Distanz den Abschluss zu suchen. Im Strafraum würde ich auf Deniz Undav setzen. Für mich wäre er in diesem System die perfekte Umschalt-9 und gleichzeitig das absolute Arbeitstier. Undav wäre der erste Spieler, der das Gegenpressing einleitet. Sobald der Gegner den Ball hat, jagt er sofort die Innenverteidiger und zwingt sie unter Druck zu Fehlern. Im eigenen Ballbesitz lässt sich Undav dagegen immer wieder in den zentralen Raum fallen. Dadurch zieht er die gegnerischen Innenverteidiger aus ihrer Position. Und genau diese entscheidenden Lücken nutzen dann Musiala, Lennart Kahl oder auch Florian Wirtz mit ihren Läufen. Sobald der Ball auf den Flügel kommt, sprintet Undav wieder sofort in den Strafraum und wartet dort als klassischer Torjäger auf die Hereingaben. Im Ballbesitz verändert sich dieses 4-3-3 ohnehin permanent. Dann wird daraus praktisch ein 3-2-4-1 oder sogar ein 3-4-3 mit Raute. Hinten sichern Tah, Schlotterbeck und Wagnumann ab. Davor bilden Pavlovic und Kimmich das Zentrum. Nene Braun sorgt links permanent für Druck. Und davor kombinieren Florian Wirtz, Jamal Musiala, Lennart Kahl und Deniz Undav den Gegner im Halbraum und im Zentrum schwindelig. Geht der Ball verloren, schnappt die Pressingfalle diese 4 Offensivspieler sofort zu. Also ja, liebe Fußballfreunde, mit genau diesem offensiven 4-3-3-System hat Jürgen Klopp den FC Liverpool geprägt, teilweise sogar revolutioniert und riesige Erfolge gefeiert. Alleine deshalb wäre dieses System meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Versuch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft wert. Schauen wir uns jetzt noch das zweite mögliche System an. Hier sehen wir das 4-2-3-1, das aktuell wahrscheinlich sogar noch etwas besser zum deutschen Spielermaterial passen könnte. Im Gegensatz zum klassischen 4-3-3 drücken Florian Wirtz und Jamal Musiala hier als Zehner bzw. Halbspielmacher extrem eng zusammen. Und genau darin liegt der große Vorteil. Beide können ihre genialen Kurzpasskombinationen auf engstem Raum viel besser ausspielen. Sie überladen gemeinsam das Zentrum, wechseln ständig die Position und werden dadurch für den Gegner extrem schwer auszurechnen. Die Doppel-6 mit Alexander Pavlovic und Joshua Kimmich hättest du eine perfekt ausbalancierte Zentrale. Pavlovic übernimmt den tieferen Part als ballsicher Anker vor der Abwehr. Er schließt die Räume und sorgt für Stabilität. Kimmich bekommt dadurch deutlich mehr Freiheiten. Er kann als Box-to-Box-Player das Spiel lenken, nach vorne Druck machen und muss defensiv nicht mehr alles alleine absichern. Die Flügel, da Musiala und Lennart Kahl immer wieder nach innen ziehen, öffnen sich automatisch die Außenbahn. Davon profitieren Nene Braun und Joshua Wagnumann enorm. Beide können mit ihrer Geschwindigkeit permanent die Linie entlang marschieren und Flanken schlagen, ohne sich gegenseitig mit den offensiven Außenspielern im Weg zu stehen. Deniz Undav, auch Undav würde in diesem System profitieren. Hinter ihm spielen gleich 3 kreative Spieler, Musiala, Wirtz und Lennart Kahl. Dadurch muss Undav sich gar nicht ständig tief fallen lassen. Er kann vorne im Strafraum bleiben
Räume für die nachrückenden Offensivspieler schaffen und wird permanent mit Pässen gefüttert. Während Klopps 4-3-3 vor allem über Physis, Gegenpressing und Tempo kommt, setzt das 4-2-3-1 deutlich stärker auf Ballkontrolle und spielerische Dominanz im Zentrum. Gerade gegen tiefstehende Gegner könnte dieses System seine größten Stärken ausspielen. Vergleichen wir beide Systeme einmal direkt. Klopps 4-3-3, das Intensitätssystem. Dieses System lebt von maximaler Intensität, aggressivem Pressing und blitzschnellen Umschaltmomenten. Die Vorteile: durch das Gegenpressing wird der Gegner extrem früh unter Druck gesetzt und immer wieder zu Fehlern gezwungen. Mit Pavlovic, Kimmich und Wirtz bleibt das Zentrum trotz der offensiven Spielweise sehr kompakt. Und über Nene Braun und Joshua Wagnermann entsteht auf den Außenbahnen permanent Überzahl. Natürlich hat dieses System aber auch Nachteile. Es verlangt den Spielern körperlich enorm viel ab. Gerade bei langen Turnieren im Sommer könnte gegen Ende schlicht die Kraft fehlen. Außerdem müssen Tah und Schlotterbeck riesige Räume verteidigen, sobald die erste Pressinglinie überspielt wird. Und auch Florian Wirtz müsste als linker Achter deutlich mehr Defensivarbeit leisten, was ihm natürlich offensive Energie kosten würde. Das 4-2-3-1, hier steht dagegen Ballkontrolle, Kreativität und spielerische Eleganz im Vordergrund. Die Vorteile: Wirtz und Musiala können gemeinsam ihre ganze Kreativität im Zentrum entfalten. Mit der Doppel-6 aus Kimmich und Pavlovic ist die Abwehr deutlich besser gegen Konter abgesichert. Und gegen tief stehende Mannschaften kannst du den Gegner mit Technik und Kombination im Zwischenraum regelrecht auseinanderspielen. Aber auch dieses System hat Schwächen. Wenn Braun oder Wagnermann einmal nicht konsequent nach vorne schieben, fehlt sofort die Breite. Dadurch wird das Spiel schnell zu zentrumslastig. Außerdem entsteht nach Ballgewinn selten ein richtig schnelles Umschaltspiel, weil der Ball häufiger kontrolliert aufgebaut wird. Und wenn das Zentrum komplett zugestellt ist, kann es passieren, dass Dennis Undaff als einzige Spitze vorne etwas isoliert wirkt. Mein Fazit: Für mich ist Klopps 4-3-3 wie ein Heavy-Metal-Konzert. Laut, wild, intensiv und mit voller Wucht nach vorne. Das 4-2-3-1 dagegen ist eher wie ein großes Orchester. Kontrolliert, präzise, elegant. Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass Jürgen Klopp beide Systeme je nach Gegner einsetzt. Das intensive 4-3-3 wäre für mich die perfekte Waffe gegen absolute Top-Nationen. Das spielerische 4-2-3-1 dagegen ideal gegen tief stehende Gegner, die sich hauptsächlich hinten reinstellen. So, liebe Fußballfreunde, jetzt seid ihr gefragt. Welche Taktik würdet ihr unter Jürgen Klopp spielen lassen? Das aggressive 4-3-3 mit dem berühmten Klopp-Gegenpressing oder das spielstarke 4-2-3-1, bei dem Wirtz und Musiala ihre ganze Kreativität im Zentrum entfalten können? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, für welche Taktik ihr euch entscheiden würdet. Und natürlich auch, welche Spieler ihr in eurer Startelf sehen möchtet. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinungen. Wenn euch die Prognose gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Fußballprognosen mehr. Bleibt gesund und sportlich. Bis zum nächsten Video auf Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.